In dieser Folge sind wir in Georgien. Wir fahren durch Schnee, schlafen in der Steppe und schauen uns das älteste georgische Kloster an. Das Coole an diesem Land ist, dass man seine SIM-Karte an so einem Automaten aufladen kann. Sonst geht das alles mit dem Internet auch immer problemlos, aber man muss immer diese Rubbellose kaufen und dann gibt's die nicht immer und dann muss man da immer stundenlang rumrubbeln, um dann irgendwelche Codes irgendwo hinzuschicken, die dann hoffentlich funktionieren. Und mit dem Automaten war das voll die coole und einfache Lösung. Wir können nicht anhalten. Was ist das glatt? Ich habe das ja schon ein bisschen in dem See drin gesehen. Vergiss es, ich mach dich nicht los. Springt Glück gleich bestimmt wieder raus. Schon wieder alle abgeschnittene Ohren. Ne? Einige Hunde von denen haben aber auch ganz viele Kampfrunden, weil sie. Oh, Luke. Aua. Man sollte an dieser Stelle vielleicht einmal kurz erwähnen, dass Luke gerade erst vor kurzem von einem Rudel Hunde angegriffen wurde. Das war in Armenien. Und die Hunde sind einfach aus dem Nichts gekommen. Wir haben die vorher überhaupt nicht gesehen. Und wir haben gedacht, dass er dann jetzt vielleicht sehr vorsichtig wird mit Hunden oder sogar ängstlich oder so. Aber keine Ahnung, vielleicht hat er da die Zusammenhänge nicht so ganz verstanden. Es ist halt ein sehr gutgläubiger Hund. Oder? Wir fahren weiter nach Tiflis, der Hauptstadt Georgiens. Die Stadtaufnahmen sehen vielleicht nicht so spektakulär aus, aber da wir sonst immer ziemlich viel in der Natur sind, ist es für uns irgendwie immer was Besonderes, in eine Stadt zu kommen. Und die Ordnung, die vielen Straßenschilder, die vielen Möglichkeiten zu sehen, die man dort hat. Aber wir sind dann auch froh, wenn es wieder weitergeht. Kurz vor der Grenze von Georgien nach Aserbaidschan haben wir noch eine Nacht in der georgischen Steppe geschlafen. Und so sah es dann am nächsten Morgen aus. Was hattest du gestern noch gesagt? Oh, guck mal, Luke schläft. Oh, guck mal, Luke ist wach. Oh, guck mal, jetzt ist Luke wieder wach. Guck mal. Kommen wir hier direkt vorbei? Mhm. Nein, Luke, nein. Luke denkt sich bestimmt,
Wieso lasst ihr mich hier drinne? Ihr wollt mir nur den Spaß verderben, nur weil ihr schon so alt seid und keinen Spaß mehr habt. Nein. Nein. Wir stehen eigentlich immer wild und wenn dann Locals vorbeikommen, so wie hier die Schäfer, dann laden wir die eigentlich immer auf einen Tee ein oder Kekse, Kaffee, was auch immer wir gerade da haben. Und das ist immer voll nett, wenn man zum einen die Kultur ein bisschen kennenlernt, auch wenn man sich meistens nicht sprachlich verständigen kann, aber mit Händen und Füßen geht es eigentlich immer. Und zum anderen finden wir, dass es sich auch einfach gehört. Wenn wir schon irgendwo stehen, dass man halt auch irgendwie Respekt dem Land gegenüber und den Leuten zeigt und denen dann auch was anbietet. Und dann hat man auch so einen ersten Kontakt und dann wissen die auch, wer man ist, was man da macht und so weiter. Das Schild sieht fast so aus wie von der deutschen Autobahn, nur die Straßenqualität ist anders. Kurz vor der aserbaidschanischen Grenze steht das Kloster David Gurci. Und wenn man da schon fast dran vorbeifährt, kann man sich das älteste Kloster Georgiens ja auch nochmal anschauen. Eigentlich wollten wir als nächstes zur Grenze, um nach Aserbaidschan zu fahren. Aber leider machen wir das Auto noch mal kaputt. Diesmal freut sich Steffen leider nicht so sehr darüber. Naja, vielleicht freut er sich ein bisschen. Aber dazu mehr in der nächsten Folge.